Für uns ist ja besonders wichtig, dass die Plattform auf der einen Seite sehr stabil und verlässlich ist. Wir haben über mehrere hunderttausend Visits jeden Tag auf unserer digitalen Plattform und das muss natürlich reibungslos und störungsfrei funktionieren. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir in unserer Branche besonders innovativ sind und besonders schnell neue technische Trends aufnehmen, die dann auf der Plattform funktionierend dargestellt werden müssen. Und das ist ja, also Flexibilität und Stabilität, das ist ja oftmals nicht so ganz einfach zusammenzubringen. Und ich finde, das gelingt zum einen SAP Commerce als Plattform besonders gut und ich finde, dass uns das gemeinsam auch gut gelingt, die dann stabil zu halten, nach vorne zu entwickeln, also der KPS und Christ. Herr Berghoff, nun auch für Sie die Frage, KPS und SAP Commerce, was sagen Sie immer wieder gerne? Ich finde es immer wieder sehr erfrischend, dass die KPS sich nicht nur auf das SAP Commerce Produkt an sich in der Beratung spezialisiert, sondern dass wir den Möglichkeitenschirm auch immer relativ groß aufspannen und uns auch die übrigen KPS bzw. die übrigen SAP-Produkte genauer anschauen und beleuchten und schauen, inwiefern es sinnvoll ist, unsere bestehende Systemlandschaft an der einen oder anderen Stelle punktuell zu ergänzen. Dieser Austausch hilft uns auch immer wieder dabei, die Weichen für die Zukunft zu stellen und unsere Infrastruktur- und Systemlandschaftsplanung voranzutreiben. Stand heute sind wir noch in einer sehr stark monolithischen SAP-Commerce-Struktur unterwegs. Das war in der Vergangenheit auch gut und richtig und hat uns auch viele Vorteile gebracht. Aber wir sehen, dass der Wunsch nach Agilität und Flexibilität schon größer wird und dementsprechend werden wir uns viel stärker in Richtung Microservices orientieren und auch das werden wir gemeinsam mit der KPS im SAP Commerce Umfeld umsetzen. Ziel wird es sein, eine deutlich modularere Systemlandschaft zu erhalten, die uns die Flexibilität bietet, nicht nur innerhalb unserer Christ-Strukturen damit viel agiler und flexibler agieren zu können, sondern diese Microservices beispielsweise auch externen Partnern oder weiteren Retail-Brands anbieten zu können und diese somit in unsere Infrastruktur einbinden zu können. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir ja schon recht lange erfolgreich zusammenarbeiten und dass sich dadurch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis ergeben hat. Und wenn wir heute gemeinsam in Teams zusammensitzen und Themen entwickeln, dann fühlt sich das gar nicht mehr so richtig an wie ein Kunde und ein Dienstleister, sondern es fühlt sich eigentlich an wie ein gemeinsames Team. Ich glaube, da gibt es einfach jetzt über die Jahre entwickelt eine sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und was ich dann in dieser Zusammenarbeit als Team noch besonders schätze, ist, dass sie nicht nur die Themen aufnehmen und abarbeiten, die wir uns ausdenken und ihnen sozusagen mitgeben, sondern dass sie auch selbst immer wieder ein starker Sparringspartner sind und Impulse von außen mitbringt, wo wir dann gemeinsam drauf schauen. Das ist für uns super wertvoll. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also pragmatische Lösungsansätze gepaart mit dem nötigen strategischen Weitblick und hohen Innovationsgrad, den die KPS immer wieder reinbringt und neue Themen vorstellt, die wir gemeinsam weiterentwickeln. Das ist es, glaube ich, was die Zusammenarbeit an der Stelle charakterisiert und was es insbesondere nicht nur für uns, sondern auch für unsere Teams gefühlt eher wie ein Team erscheinen lässt. Und das macht, glaube ich, so ein bisschen den Zauber dieser Zusammenarbeit aus.